Wie fühlt es sich an, wenn Reisen nicht nur bedeutet, möglichst schnell von A nach B zu kommen? In insgesamt 4 Filmen über meinen Roadtrip von Deutschland nach Portugal und von dort aus über Spanien und Andorra zurück nach Frankreich habe ich diese einzigartige Erfahrung mit euch geteilt. Über ein Jahr bin ich unterwegs gewesen. Ohne Autobahn, ohne Zeitdruck und ohne auf die Uhr oder den Kilometerstand zu gucken. Aber dafür mit unvergesslichen Begegnungen, großartigen Landschaften, einigen kleineren Pannen und jeder Menge spannenden Erlebnissen. Dieser Film fasst noch einmal alle 4 Teile meiner Reise in einem einzigen Film zusammen. Also, versorg dich mit Bier und Chips, lehn dich zurück und erlebe gemeinsam mit mir noch einmal diese einmalige Reise in einem einzigen Film zusammengefasst. 1 Jahr, 7 Länder, 7000 Kilometer. Und die Erkenntnis, was es wirklich bedeutet, unterwegs zu Hause zu sein. Jeder Aufbruch erzeugt bei mir dieses Kribbeln in der Bauchgegend, wenn sich die Wohnmobiltür hinter mir schließt und Alltag und Sorgen hinter ihr zurückbleiben. Was mich auf meiner Reise erwartet? Ich weiß es nicht. Aber es soll sich zeigen, dass sie einige Überraschungen für mich bereithält. Mein Trip startet in Deutschland, das mir vertraut ist, aber mich mit seinen schönen Landschaften doch immer wieder tief beeindruckt. Eine gute Einstimmung auf das, was mich in den kommenden Wochen erwartet und bevor sich die Landschaft drastisch ändert. Es geht wieder los. Ich bin noch in Deutschland, aber die Reise hat schon begonnen. Guckt euch das mal an. Wie toll das hier aussieht. Das Licht ist einfach auch schon so Hammer. Und da hinten irgendwo, da ist ein Aussichtsturm. Und den steuere ich jetzt mal an. Wenn ich in Gegenden wie dieser hier bin, frage ich mich manchmal, was mich eigentlich immer wieder von hier wegzieht. Raus aus Deutschland. Die Wälder, die Natur, das Gefühl von Weite, es ist alles da. Und doch habe ich diesen permanenten Drang, mehr von der Welt zu sehen. Vielleicht ist es meine Vorliebe für den Blick von oben auf die Welt und auf die Dinge, der mir immer wieder verdeutlicht, wie klein das ist, was wir Zuhause nennen, im Vergleich zu all dem, was die Welt da draußen uns zu bieten hat. Jede neue Reise ist immer auch die Suche nach neuen Perspektiven, neuen Geschichten und neuen Orten, die mich inspirieren. Und vielleicht auch nach der Antwort darauf, warum ich immer wieder hierher zurückkehre. Der nächste Morgen startet trüb. Eigentlich bin ich dieses graue Winterwetter leid und möchte so schnell wie möglich sonnigere Gefilde erreichen. Heute Abend allerdings gebe ich auf meinem Weg dorthin noch ein Wohnzimmerkonzert in der Schweiz. Bei Martin, der vor vielen Jahren hierher gezogen ist und mich vor meiner Weiterreise am nächsten Morgen noch zu einer kleinen Wanderung einlädt. Das ist der Zürichsee und da hinten am Ende des Sees, das ist Zürich. Wir haben gestern ein großartiges Wohnzimmerkonzert bei Martin veranstaltet mit super netten Gästen, einem super genialen Musiker. Einzigartig, ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist, aber es war ein toller Abend. Wir laufen jetzt zum Hochwachtturm hoch, der ist ungefähr auf 820 Meter. Und dann nochmal 20 Meter die Treppen nach oben und dann sind wir auf 840 Meter mit einer hoffentlich schönen 360 Grad Panorama-Umsicht. Und ich bin jetzt schon am Ende. Dann habe ich ja genau richtig getroffen. Entgegen meiner Befürchtungen müssen wir die 800 Höhenmeter aber nicht zu Fuß zurücklegen, da sich unser Parkplatz nur etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Turmes befindet. Ganz gerade durch, so eine kleine Der Weg ist größtenteils unbeschwerlich und vom Parkplatz aus ist der Turm leicht in etwa 30 Minuten zu erreichen. Traditionell geht man hier auch zum 1. August, den Nationalfeiertag, da hoch und macht hier ein kleines Lagerfeuer und brötelt sich eine Cervela. Brödelt. Brödelt. Der ist hoch, ja. Ab hier wird's anstrengend. Aber die Anstrengung lohnt sich. Von der Aussichtsplattform bietet sich ein beeindruckender Panoramablick über das Zürcher Sihltal, den Zürichsee, die Alpen und bei klarer Sicht sogar bis in die Zentralalpen. Der Hochwachtturm ist ein tolles Ausflugsziel und auch für Familien geeignet. Ist das Bankli angewärmt? Ja, Haben die beiden gerade gefragt. Ist das Bankli angewärmt?
Disponkli ist anquernt. Und für mich geht es noch am selben Tag weiter in Richtung Süden. Die Schweiz hat landschaftlich eine Menge zu bieten, aber Stellplätze für Wohnmobile sind rar und das Freistehen ist häufig erst oberhalb der Baumgrenze gestattet. Und auch hier lange nicht überall. Deshalb möchte ich noch heute Italien erreichen. Und tatsächlich finde ich noch am selben Abend einen Stellplatz kurz hinter der italienischen Grenze. Buongiorno, liebe Leute aus Bella Italia. Bella schon, aber noch nicht so richtig warm. Ich bin noch ganz im Norden, da stehe ich. Da habe ich die Nacht verbracht. Und zwar direkt an diesem See hier. Mit einem grandiosen Ausblick. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, es ist noch echt frisch hier. Ich werde mich jetzt so schnell wie möglich in Richtung Süden begeben, so ist der Plan. Und auf dem Rückweg werde ich mir dann ein bisschen mehr Zeit lassen, denn ich werde erst so zum Frühjahr hin wieder in Richtung Deutschland fahren. Und dann wird es hier auch ein bisschen netter sein für Ausflüge und Wanderungen und so weiter. Ich zeige euch noch einmal den See. Das hier ist übrigens die Bootsspitze der Titanic. Ja, hier wurde die Szene gedreht mit Leonardo DiCaprio. So schnell wie möglich bedeutet, dass ich von hier noch etwa 2 Wochen bis in die sonnigeren Gefilde benötigen werde. Denn das Reisen bedeutet für mich viel mehr, als nur die Strecke zwischen 2 Orten hinter mir zu lassen. Es ist ein stetiges Wechselspiel zwischen Bewegung und Ankommen, der Neugier auf Neues und dem Abschied von vertraut Gewordenem, zwischen der Einfachheit und dem Luxus, sich nach keinem Zeitplan richten zu müssen. Nur eine grobe Richtung und die Straße vor mir. Ich habe mein Zwischenziel erreicht. Stellplatz in Nive, ist alles wahrscheinlich gnadenlos falsch. Ist auch nicht so richtig schön, der Stellplatz hier, aber zumindest gibt es hier Wasser und entsorgen kann man hier auch. Die Fahrt war entspannt, man muss sich in Italien erstmal so an die Fahrgewohnheiten gewöhnen. Ja, Blinker sind nicht so wichtig, in Kreisverkehren zum Beispiel oder beim Spurwechsel, da wird das wahrscheinlich eher auf mentaler Ebene signalisiert. Und jetzt gibt es erstmal Spaghetti Bolognese. Wenn ich schon mal in Italien bin, ja, wobei das hier gar nicht Spaghetti Bolognese heißt, sondern ich glaube, die sagen hier Spaghetti Ragout, wenn ich richtig informiert bin. Korrigiert mich bitte. Neive zählt zu den schönsten Dörfern Italiens und die Gegend ist ein Paradies für Weinliebhaber. Die mittelalterliche Altstadt Neives liegt auf einem Hügel inmitten der umliegenden Weinberge. Zu den Weinliebhabern zähle ich mich zwar nicht, aber mit jedem Schritt auf meinem Weg durch die kleinen Gassen ist hier das Treiben der Händler, Winzer und Handwerker vor Hunderten von Jahren regelrecht zu spüren. Die Zeit tickt hier anders. Ein bisschen langsamer. Wer bei einem Glas Wein mal ein paar Jahrhunderte in vergangene Zeiten reisen und dabei eine der leckeren Spezialitäten der Region kosten möchte, findet hier auf jeden Fall das passende Ambiente. Ich genieße solche Momente der Langsamkeit. Dennoch zieht es mich weiter in Richtung Süden. Aber ich möchte noch ein wenig an der Stille festhalten und habe mir deshalb für die Nacht einen Stellplatz in den Bergen rausgesucht, der nur etwa 1,5 Stunden von hier entfernt liegt. See you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Ich bin hier mitten in den Bergen und es ist extrem kalt hier oben. Boah, 3 Grad.
und eine himmlische Ruhe. Hier stehen überall auch auf dem Weg hierher Schilder für Schneekettenpflicht. Das war jetzt nicht nötig, also insofern ist es wahrscheinlich hier gerade immer noch wärmer, als es normalerweise um diese Jahreszeit ist. Normalerweise braucht man hier Schneeketten von November bis April. Wir haben Dezember und ich brauche keine Schneeketten. Also wäre ja blödsinnig, jetzt hier Schneeketten aufzuziehen. Und dann werde ich heute wahrscheinlich mal früh schlafen gehen, weil ich morgen gerne mal einen Fahrtag einlegen möchte. Heute bin ich nicht so viel gefahren, aber morgen wollte ich eigentlich gerne Frankreich erreichen. Schauen wir mal. Die Nacht ist erwartungsgemäß ruhig, ganz ohne Kettensägengeräusche. Und nach einem kurzen Frühstück setze ich am nächsten Morgen meine Fahrt in Richtung Sonne fort. Frankreich ist von hier nur noch etwa 26 Kilometer Luftlinie entfernt. Allerdings verläuft die Grenze hier mitten durch die Berge und ist an dieser Stelle in den Wintermonaten mit dem Auto nicht passierbar. Laut Google ist Frankreich von hier aus theoretisch in etwas weniger als 3 Stunden zu erreichen. Theoretisch. Denn für eine gute Aussicht fahre ich spontan auch gerne schon mal einen kleinen Umweg. Fragt mich nicht, wo ich bin, aber da hinten sieht man schon das Meer. Ich bin hier richtig am Arsch jetzt, also geografisch. 5 Kilometer zurück bin ich nochmal abgebogen von der großen Hauptstraße in eine etwas kleinere Hauptstraße. Ich hoffe, es ist eine Hauptstraße. Zumindest hat sie noch einen Namen. SP irgendwas 21, glaube ich. Ich glaube, das sind hier die Landstraßen. Also sie ist klein und man muss natürlich dann auch immer damit rechnen, dass man vielleicht mal irgendwo nicht weiterkommt. Aber noch sieht es gut aus. Und hier oben ist echt kein Schwein. Da ist so ein Tal mit dem Nebel und dahinter, da ist schon das Meer. Die Berge haben etwas, das das Meer nicht hat. Hier oben, fernab des Trubels der Küstenstädte, fühlt sich alles ein bisschen klarer an, einfacher. Aber so sehr ich die Berge auch liebe, so sehr freue ich mich auch schon darauf, endlich die Küste zu erreichen, die salzige Luft zu schmecken und das Meer rauschen zu hören. Hier in den engen Straßen der idyllischen Bergdörfer kann es mit einem größeren Fahrzeug schon mal eng werden. Da kann es schon mal passieren, dass man andere Autofahrer dazu zwingt, den Rückwärtsgang einzulegen oder dass man selbst in die Verlegenheit kommt, ein wenig rangieren zu müssen. Eine gewisse Kenntnis des eigenen Fahrzeugs ist hier auf jeden Fall von Vorteil. Wem diese Kenntnis und die Sicherheit fehlt, bekommt in den Küstenorten allerdings noch reichlich Gelegenheit, beides weiter auszubauen und zu trainieren. Hier scheint ein zügiger Verkehrsfluss an oberster Stelle zu stehen. Und trotzdem wirkt alles sehr konzentriert und in keinster Weise aggressiv. Der einzigartige und beruhigende Ausblick aufs Meer, der sich einem hier von der Straße aus bietet, trägt sicherlich seinen Teil dazu bei. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, weshalb ich meinen Plan, heute noch Frankreich zu erreichen, schon bald verwerfe. Heute verbringe ich die Nacht ein bisschen urbaner. Jede Menge Häuser und Autos hier, das bin ich schon gar nicht mehr gewohnt. Aber da in den Küstenorten, der Verkehr, der ist echt nicht ohne. Da muss man schon ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen, wenn man da mithalten möchte. Die fahren echt wie die Chaoten, aber es funktioniert. Man muss sich da auch einigermaßen dann anpassen. Also ich fahre jetzt auch wie ein Chaot. Ich bin noch in Italien, wollte eigentlich heute schon nach Frankreich, ja. Aber ich habe das nicht erreicht, weil ich Hunger habe. Ja, und es hetzt mich ja nichts. Da oben sammelt sich schon die Jugend, um hier heute Nacht die Camper auszurauben. Laut Kommentaren soll das hier sicher sein. Die Jugend ist friedlich und die Nacht ruhig. Und am nächsten Morgen mache ich mich auf, den kleinen Ort zu erkunden. Eigentlich wollte ich längst weiter, ja, aber es hat mich einfach hier gehalten, weil es hier so wunderschön ist. Ja, nicht wirklich. Aber ich bin heute Morgen noch bei der Post gewesen, weil ich hier irgendwie versuchen muss, ein Paket zu bekommen. Das hat nicht geklappt, aber bei der Gelegenheit war ich hier in dem kleinen Ort. Und der sieht wirklich klasse aus. Ich zeige euch das mal. Die Altstadt von Camporosso ist nur wenige Gehminuten von dem kostenlosen Stellplatz entfernt und gilt als wahres Juwel an der italienischen Riviera. Hier wohnen die Leute und das sieht richtig cool aus.
hier überall so verwinkelte Gassen. Man kann sich hier wirklich verlaufen. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. Toll sieht das aus. Ein Blick in dieses Labyrinth aus verwinkelten Gassen fühlt sich ein bisschen an wie ein Schritt zurück in die Zeit. Die engen Wege sind mit unregelmäßigen Steinen gepflastert, die dem Ort seinen ganz eigenen Charme verleihen. I'm sorry, non parlo italiano. Zwischen den hohen, oft bunt gestrichenen Häusern bleibt die Sonne manchmal nur als schmaler Lichtstreifen sichtbar, der die Gassen ein wenig erleuchtet. Überall findet man kleine Details. Alte Holztüren mit oft kunstvollen Beschlägen, kleine Bögen, die die Häuser miteinander verbinden, bunte Fensterläden und alte Straßenlaternen. Hier gibt es sprichwörtlich hinter jeder Ecke Neues zu entdecken. Und es ist so ruhig, dass man neben den italienischen Gesprächen der Nachbarschaft nur die eigenen Schritte auf dem Kopfsteinpflaster hört. Wer sich schnell und gerne in alte Städte verliebt, wird dem Charme Camporossos in kürzester Zeit gnadenlos verfallen sein. Camporosso verabschiedet sich leise und ich gebe mich wieder ganz dem hin, was da noch kommen wird. Frankreich ruft. Bis zur französischen Grenze sind es nur noch knapp 30 Minuten. Und als die Grenzstation näher kommt, spüre ich plötzlich wieder dieses Kribbeln im Bauch. Jeder Grenzübertritt hat für mich auch immer noch etwas Aufregendes. Eine unsichtbare Linie, hinter der auf einen Schlag alles anders ist. Die Sprache auf den Schildern, die Architektur, das Lebensgefühl der Menschen, die hier leben. Die italienische Lebendigkeit und Gestik wird hier plötzlich durch französische Gelassenheit und Eleganz ersetzt. Ein Tag geht, ein neuer beginnt. So habe ich genächtigt heute. Nicht ganz. Also ich habe da hinten stehe ich an der Straße, in der Kurve. Schlafplatz ist jetzt nicht so der Hammer, aber die Aussicht ist doch genial. Und wie ihr schon hört, ist das hier direkt an der Straße. Und bis spät in die Nacht hat sich das auch gestern noch so in etwa angehört, weil es hier auch einige selbsternannte Rennfahrer gibt, die hier die Serpentinen hoch und runter fahren. Klar, wir sind ja auch in der Nähe von Monaco. Ich bin jetzt irgendwo zwischen Monaco und Nizza und werde heute mich auf die Routes bei der Verdun-Schlucht begeben. Und da freue ich mich schon drauf. Da wird es wieder eine Menge Serpentinen geben. Serpentinen sind auch der Grund, weshalb ich gestern hier mein Nachtlager aufgeschlagen habe. Weil es gestern Abend schon dunkel wurde und nachts, oder beziehungsweise im Dunkeln, ist es nicht so richtig schön, diese engen Serpentinen, die hier echt eng sind. Und die kleinen Straßen mit dem großen Auto zu fahren. Diese Serpentinen hier zu fahren, ist sowieso schon eine Herausforderung. Teilweise sind die Straßen nur bis 8 Meter zugelassen. Ich habe ja ein paar Zentimeter mehr. Insofern bin ich trotzdem gefahren. Aber wie gesagt, im Dunkeln wollte ich mir das dann doch nicht antun. Ja, also deshalb gibt es nachher auf jeden Fall noch straßen- und landschaftsmäßig natürlich auch was zu sehen. Ich zähle mich zu der Kategorie Mensch, die Ansammlung von Menschen und größere Städte weitestgehend meidet. Ich suche die Ruhe eher in der Natur. Oder wenigstens aus einem Abstand, der die Hektik der Zivilisation auf ein erträgliches Maß reduziert. Aber es fasziniert mich zu beobachten, wie das französische Gemüt mühelos beides miteinander zu vereinbaren scheint. Auf der einen Seite ist da diese Hektik in den Städten, Autos und Motorräder, die sich dicht an dicht aneinander vorbeidrängen, Menschen, die überall gleichzeitig sein wollen. Und dann, mitten in diesem Chaos, gibt es immer auch diese Momente der Langsamkeit. Menschen in Cafés, die alle Zeit der Welt zu haben scheinen, und Passanten, die entspannt durch dieses Chaos flanieren. Es scheint eine Stärke der Franzosen zu sein, beides miteinander zu verbinden. Zwischen all der Hektik niemals die Fähigkeit zu verlieren, die Schönheit im Stillstand zu sehen. Ihren Platz zwischen der ganzen Hektik und der Ruhe zu finden.
Ich frage mich, ob ich das auch kann. Und ich soll noch auf dieser Etappe meiner Reise die Gelegenheit bekommen, das herauszufinden. Gerade noch umgeben von schönster Natur, finde ich mich plötzlich mitten in der Stadt wieder. Und es verdichtet sich zunehmend die bittere Erkenntnis, dass es hier für mich zumindest mit Wohnmobil offenbar kein Durchkommen gibt. Ich bin in Grasse. Und Grasse ist echt krass. Ich brauche jetzt erstmal Schokolade. Ich bin Serpentinenfahren ja gewohnt, auch enge Serpentinen, aber dann so in der Stadt Serpentinen, das ist schon mal noch mal eine andere Nummer. Ich war ja noch guter Dinge, dass noch Busse vor mir gefahren sind. Ne? Wenn Busse irgendwo langfahren können, dann kann ich da auch langfahren. Aber dann wurden die Straßen enger und enger und kleiner und kleiner und plötzlich kommen dann Schilder, dass nur bis 3,5 Tonnen erlaubt sind oder dass keine Wohnmobile zugelassen sind oder sowas. Ja, und dann musst du erstmal versuchen, da wieder rauszukommen. Habe ich jetzt geschafft. Mir ist irgendwann dann den Schildern toute direction gefolgt, alle Richtungen. Aber auch die hören irgendwann auf. Das heißt, ich werde mir jetzt eine andere Route raussuchen. Drück mir die Daumen, dass ich da jetzt irgendwie dran vorbeikomme an Grasse. Wenn ihr ein Navi habt, das speziell für LKW, Wohnmobile und so weiter kreiert wurde, dann benutzt das. Meine neue Route führt mich über die D4 an Grasse vorbei. The shadows of this quiet town. See you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Kleiner Wetterumschwung. Es ist stürmisch und kalt. Aber geil. Ab hier wird die Landschaft wieder zunehmend schroffer und die Straße schlängelt sich in einer meist leichten Steigung entlang der felsigen Berge den Gipfeln vor mir entgegen, die in einem feinen Nebelschleier liegen. Die perfekte Kulisse für eine Übernachtung ganz nach meinem Geschmack. Das ist doch mal ein Platz zum Schlafen, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Jedenfalls habe ich es heute nicht geschafft, diese Straße da durch die Verdun-Schlucht oder entlang der Verdun-Schlucht. Was ich sagen will, ist, dass ich heute eine Verabredung mit der Route des Gorges du Verdun hatte. Sie ist erschienen, ich nicht. Oh, richtig schön. Das ist doch wirklich der Hammer, oder? Also wer möchte jetzt auch hier sein? Finger hoch. Heute steht dann also endlich die Route des Gorges du Verdun auf dem Plan. Die legendäre D952, die sich entlang der Verdun-Schlucht durch die imposante Felsenlandschaft schlängelt. Wenn man sie wie ich von Osten nach Westen fährt, beginnt sie in dem kleinen Städtchen Castellane, das von meinem Schlafplatz aus nur noch eine knappe Autostunde entfernt liegt. Und schon auf dieser Strecke zeigt sich die Landschaft von ihrer eindrucksvollsten Seite. Und je weiter ich mich Castellane näher, umso näher rücken auch die felsigen Berge am Horizont. Die Vorfreude steigt. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes, and I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country,
Die Natur spricht hier ihre ganz eigene Sprache. Schon bald ragen zerklüftete Felswände steil in den Himmel und die Straße führt vorbei an Felsüberhängen rechts und tiefen Abgründen links von mir. Felsbrocken auf der Straße verraten, dass die Natur hier keineswegs schläft. Sie ist ständig in Bewegung. Die Natur zeigt sich hier in ihrer ganzen Dramatik. Rau, unberührt und gleichzeitig von einer fast schon unwirklichen Schönheit. Die D952 ist die Nordroute entlang der Verdun-Schlucht und führt von Castellane nach Moustiers-Sainte-Marie. Wer die Zeit hat, sollte es sich aber nicht nehmen lassen, auch die Südroute über die Corniche Sublime mal zu erkunden. Für mich geht's aber erstmal weiter in Richtung Westen. Bis zur spanischen Grenze ist es nicht mehr weit. Ich bin mal wieder mitten in den Bergen und zwar ganz allein, so wie es aussieht. Ab und zu kommen mir zwar mal Autos entgegen, aber hier ist nicht wirklich viel los. Und ich habe mir zweimal überlegt, ob ich diese Strecke fahren soll, weil ich nämlich gesehen habe auf der Routenplanung von Google, dass das ziemlich zur Sache geht. Und an der Straßenführung sieht man dann ja immer schon, dass es also wohl auch ziemlich steil ist. Und es ist auch ziemlich steil und ziemlich enge Kurven gibt es hier. Aber es ist alles noch machbar. Das Problem ist eigentlich nur, dass es jetzt gleich dunkel wird. Und deshalb hatte ich auch überlegt, vielleicht vorher noch irgendwo einen Platz zum Schlafen zu suchen. Aber es hat mich jetzt doch in die Berge gezogen und ich bin dann gefahren. Ich habe jetzt noch eine Stunde zu fahren ungefähr und in einer knappen Stunde wird es dunkel. Also jetzt geht es dann auch direkt weiter für mich. Im Dunkeln bin ich ungern auf Straßen unterwegs, von denen ich nicht genau weiß, wo sie mich hinführen und ob sie mit dem großen Auto nicht vielleicht irgendwann in einer Sackgasse enden. Auf vielen Strecken, die ich mir auf meinen Reisen aussuche, fährt diese Ungewissheit immer mit. Besonders hier in den Pyrenäen gibt es Straßen mit steilen Anstiegen, engen Kurven und wenig Wendemöglichkeiten. Völlig unabhängig von der Straßenbezeichnung. Hier ist aber alles entspannt und eine knappe Stunde später entdecke ich einen geeigneten Platz für mein Nachtlager. Guten Morgen. Aus den Bergen Spaniens. Diesen Platz habe ich gestern spontan noch auf meinem Weg zu dem anderen Stellplatz gesehen, den ich eigentlich ansteuern wollte. Aber ich habe dann spontan entschlossen, hier zu schlafen. Ich kenne ja auch den anderen Stellplatz nicht, das heißt, ich weiß gar nicht, ob der nicht vielleicht nur halb so schön gewesen wäre wie der hier. Eine Ruhe hier. Ab und zu kommt ein Auto vorbei, wie man jetzt gerade hört. Aber wirklich, also alle Viertelstunde vielleicht, so ungefähr. Und nachts gar nicht. Nachts ist man hier wirklich Mutterseelen allein. Ich habe selten so eine ruhige Nacht wie hier verbracht. An Orten wie diesem fällt es nicht immer leicht, die Reise sofort am nächsten Morgen fortzusetzen. Aber gegen Mittag breche ich wieder auf. Schließlich liegen auf meiner Reise noch ganz viele schöne und besondere Orte vor mir. Der erste Wiedererwarten schon nach wenigen Kilometern. Denn zu den Dingen, mit denen ich in dieser Gegend am allerwenigsten gerechnet hätte, gehört auf jeden Fall ein Crepe-Stand. Grund genug, einen ersten Zwischenstopp einzulegen. Allerdings zieht es mich zunächst einmal in die entgegengesetzte Richtung. Boah, mal wieder etwas außer Atem. Ich habe mich gerade da hochgekämpft. Ja, ich gucke mir die Welt immer gerne von oben an und das lohnt sich in diesem Fall wirklich. Denn da hinten ein Wolkenmeer. Da gehe ich nicht weiter ran. Da geht es nämlich runter. Ja, toll. Und Schnee liegt hier auch schon. Durch die Baumwipfel bietet sich von hier oben ein fantastischer Blick auf die umliegende Berglandschaft. Und der Geruch von kalten Steinen liegt in der Luft. Und je weiter ich mich dem Parkplatz näher, umso mehr vermischt er sich mit dem Duft von frischem Teig und geschmolzener Schokolade. Dann kann es jetzt also frisch gestärkt weitergehen. Oder vielleicht doch nicht? Die vielen Eindrücke, die hier an jeder Ecke auf mich einprasseln und die faszinierende Landschaft, die mich hinter jeder Kurve neu begeistert, haben nämlich einen entscheidenden Nachteil.
ich komme hier einfach nicht voran. Keine Chance. Ich bin 1 Kilometer gefahren ungefähr, würde ich mal sagen. Und dann bin ich an diesem Spot hier vorbeigefahren. Bin vorbeigefahren, einen weiteren Kilometer gefahren, diesen Kilometer wieder zurückgefahren, um diesen Spot hier nochmal zu checken. Warum? Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Hier geht's wieder runter. Hammer. Da hinten bin ich auch eben schon lang gefahren, wo das kleine Auto da jetzt gerade fährt. Man kommt hier aus dem Staunen nicht mehr raus. Da oben kreisen die Geier schon. Ja, mal sehen. Also die Route ist jetzt mit 3,5 Stunden angegeben zu meinem Ziel. Aber da sehe ich ja schwarz. Aber die Reise ist das Ziel, wie man so schön sagt. Ja, und ich werde sie noch ein bisschen genießen. Stück für Stück entfernen sich die Berge im Rückspiegel. Ab hier wird die Landschaft zunehmend flacher. Jetzt wird's spannend. Hier hört die Straßenbefestigung auf. Jetzt ist hier nur noch Schotter, aber die Straße ist bis 24 Tonnen zugelassen. Also ich gehe mal davon aus, dass man hier lang kann. Schauen wir mal. Die Schotterpiste geht schon bald wieder in eine befestigte Straße über. Aber es soll sich zeigen, dass sie nur ein kleiner Vorgeschmack auf das ist, was mich in den nächsten beiden Tagen erwartet. Denn ich habe mir einen Besuch der Badenas Reales vorgenommen. Eine Halbwüste hier im Norden Spaniens, die über einfache Schotterwege auch mit dem Auto erkundet werden kann. Vorher muss ich allerdings meine Wasservorräte nochmal auffüllen. Ich bin hier völlig alleine auf dem Stellplatz. Aber da hinten, das ist so klare Sicht heute, kann man die Berge richtig gut sehen. Ah, das ist die Entsorgungsstation. Da ist die Entsorgung. Hier ist der Frischwasserschlauch. Zum Glück habe ich ja diese reich Taufstrahler und Filtergeschichten. Da bin ich jetzt auch inzwischen echt ganz froh, dass das so ist. Das ist kein Einzelfall. Also es sieht überall so aus letztendlich. Ja, aber ich lebe noch. Was ich nicht zuletzt dem Wasserfiltersystem von Reich Water Solutions zu verdanken habe. Die Sponsor dieses Videos sind. Ich habe hier einmal meinen Tauchstrahler, den ich jetzt schon einige Jahre benutze. Der kommt direkt in den Frischwassertank und schaltet sich im eingeschalteten Zustand alle 4 Stunden automatisch ein und aus. Auf dieser Reise benutze ich aber zum ersten Mal auch den MyClean Water Sterile Befüllfilter, der schon beim Befüllen des Wassertanks dafür sorgt, dass die Mikroorganismen gar nicht erst in den Tank kommen. 99,9999959% der Bakterien, Legionellen, E. coli, Pilze und so weiter werden gar nicht erst reingelassen. Dieses Befüllfilterset wird zwischen Wasserhahn und Schlauch oder, wie ich es mache, zwischen Schlauch und Einlass gesteckt. Also entweder am Anfang oder am Ende des Schlauchs. Und die Anschlüsse sind praktischerweise Gardena-kompatibel. Das Set besteht aus einem Gehäuse mit den Anschlüssen und einer Filterkartusche. Das Wasser geht vorne rein, wird durch die mikrofeinen Poren des Filters geleitet und kommt hinten frei von Mikroorganismen wieder raus. Ganz ohne Chemie und allein durch die physikalische sogenannte Sterilfiltration, wie sie auch in medizinischen oder in Lebensmittelbereichen verwendet wird. Gerade an solchen Stationen wie hier gibt mir das nochmal ein besseres Gefühl, weil ich ganz sicher gehen kann, dass nur frisches Wasser in den Tank reinkommt und dass dann in meinem Tank von dem Tauchstrahler auch frisch gehalten wird. Meiner Meinung nach die optimale Lösung, zumal sie komplett ohne Chemie auskommt. Früher habe ich das Wasser in meinem Tank nicht mehr getrunken, nachdem ich mal eine lange Nacht auf und vor dem Klo verbracht habe, obwohl ich das Wasser vorher abgekocht habe. Laura hat mir damals das Leben mit Zwieback und Kamillentee gerettet. Inzwischen bin ich da dank der Filter von Reich wieder entspannter unterwegs. So, Tank ist sicher voll, weiter geht's. Die Badenas Reales ist nur gut 1,5 Stunden von hier entfernt.
Und auch wenn ich nicht erwarte, mehrere Tage ohne Verpflegung in einer Wüste umherirren zu müssen, muss ich doch unterwegs für die nächsten Tage nochmal meine Vorräte auffüllen. Kaum habe ich den Naturpark erreicht, wage ich mich auf eine der Abzweigungen, die von der Hauptstraße abgehen. Abenteuerlich hier. Das ist hier genau nach meinem Geschmack. Man darf hier nicht zimperlich sein. Das sind die Straßen. Hier, ja. Und man ist hier völlig allein. Ne? Ich fahre jetzt hier einfach irgendwie wild durch die Gegend, ohne Navi. Ich weiß gar nicht, es gibt hier einen Berg, der wohl hier das Highlight ist, oder 2 Felsformationen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, sonst könnte ich mich da auch hin navigieren lassen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Licht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und werde also noch ein bisschen rumsuchen. Boah, echt krass geil. Also ich bin echt geflasht. Es ist so stürmisch heute. Und das einzig windgeschützte Plätzchen, das es gibt hier in diesem Ort, ist an dieser Kapelle. Aber das macht auch keinen Spaß zu fahren, ne? Aber hier in diesem Gebiet hier macht es Spaß zu fahren. Man darf da nicht kleinlich sein mit seinem Auto und pingelig. Es wackelt und rödelt alles im Auto. Aber das ist mir gerade völlig egal. Ich könnte hier stundenlang so ziellos durch die Berge fahren. Aber die Sonne nähert sich bereits dem Horizont und das Schlafen im Naturpark ist nicht gestattet. Deshalb beschließe ich, einen der ausgewiesenen Stellplätze in der Gegend anzusteuern und morgen noch einmal hierher zu kommen. Am nächsten Morgen betreibe ich vor meiner Abfahrt dann doch noch etwas Recherche und habe nun ein Ziel, das ich in mein Navi eingeben kann. Wieder mal muss ich vor dem Wind flüchten. Ich stehe jetzt diesmal hinter meinem Auto. Und jetzt bin ich heute da, wo ich eigentlich gestern hin wollte. Das, was ich euch zeigen möchte, ist hinter meinem Auto. Ardenas Castil de Tierra. Ja, ich konnte es mir merken. Gestern war das ja schon krass geil, ne? Aber das toppt das jetzt hier echt nochmal. Diese Gegend wirkt auf mich wie eine Mischung aus Wildwest und Mondlandschaft. Die trockenen Ebenen und bizarren Felsformationen sind über die Jahrtausende durch Erosion entstanden. Wind und Wasser haben aus dieser Landschaft das gemacht, was sie heute ist. Das ist doch mal eine Kulisse, oder? Macht Spaß, hier lang zu fahren. Man fühlt sich inmitten dieser skurrilen Landschaft wie in einer Wildwest-Filmszene oder in einem Fantasy-Film. Und tatsächlich wurde diese Kulisse schon für Fernseh- und Filmproduktionen genutzt, unter anderem für Game of Thrones. Die Halbwüste ist auch in diesem Teil frei zugänglich, allerdings nicht ganz uneingeschränkt. Die einfachste Möglichkeit, diesen Teil des Naturparks zu erkunden, ist der 36 Kilometer lange Rundweg, der über Schotterwege durch das Gebiet führt. Mit dem Auto, Motorrad, Fahrrad oder zu Fuß.
mir viel Zeit auf meinem Rundtrip und nach etwa 3 Stunden erreiche ich wieder meinen Ausgangspunkt. Die Badenas Reales hat mich mit ihren abenteuerlichen Straßen und ihrer scheinbar endlosen Weite restlos begeistert. Und ich trenne mich nur schweren Herzens von diesem Ort. Dennoch geht es für mich weiter in Richtung Süden. Ich habe meinen Schlafplatz gefunden für heute und zwar mal wieder mitten in der Wildnis. Kann man das sehen jetzt hier? Ich glaube, ich bin mit dem Finger ziemlich nah dran. Ja, ich kann das auf dem Display immer nicht so richtig gut sehen. Aber ich bin irgendwo in den Bergen bei Madrid. Fast still hier, bis auf 1, 2 Quadfahrer. Ja, einer kommt da gleich den Berg hoch. Ansonsten ist hier überhaupt nichts los. Richtig schön. Ja, ist ja nett. Er fragt. Er fragt, ob er vorbeifahren darf. Sehr nett. So werde ich hier heute den Tag verbringen. Die Aufnahmen von heute nochmal sichten. Ja, was die Aufnahmen betrifft, ist es gar nicht so einfach, weil ich natürlich viele Fahraufnahmen mache durch meine Windschutzscheibe vorne. Und da ich in Richtung Süden fahre, habe ich die Sonne meistens von vorne. Das ist nicht so schön, ich muss das immer ganz gut timen. Und außerdem habe ich festgestellt, ich muss meine Fenster putzen. Ja, das werde ich morgen machen, bevor ich hier wieder losfahre. Jetzt werde ich erstmal die Aufnahmen sichten, mir was zu essen machen und dann mich auf eine ruhige Nacht vorbereiten. Für das Sichten und Sichern der Aufnahmen meiner Tagesetappen hat sich ein kleines Ritual etabliert. Eine Tasse Tee, gute Musik und gedanklich die Eindrücke des Tages sortieren. Meine Art, nach einem langen Tag zu Hause angekommen zu sein. Ich habe mich gestern Abend noch dazu entschlossen, zumindest die Auffahrkeile vor die Reifen zu legen, beziehungsweise hinter die Reifen in diesem Falle, damit mir nicht das Gleiche nochmal passiert, was mir an der Deutschen Alpenstraße hier passiert ist, dass ich, allerdings hatte ich da auch vergessen, die Handbremse anzuziehen, dass ich plötzlich rückwärts roll. Ja, weil wenn 5 Tonnen am ersten Gang ziehen und das steil genug ist, dann ist es egal, ob der erste Gang drin ist oder nicht. Ja, also das wollte ich jedenfalls. Ich habe jetzt allerdings ersten Gang drin und Handbremse natürlich. Ja, man ist ja dann doch ein bisschen auch gebranntes Kind und lernt aus seinen Fehlern. Aber hier würde das sicherlich ein bisschen anders enden, als das da in der Deutschen Alpenstraße der Fall gewesen ist. Und jetzt werde ich mich mal auf den Weg auf den Berg machen. Ja, mal gucken, wie das von der anderen Seite aussieht. Ein Auto! Wieder mal unterschätze ich den Aufstieg zum Gipfel gewaltig. Eigentlich sollte ich es doch inzwischen besser wissen. Ein Quad wäre jetzt cool. Alter, geht das hier steil hoch. Aber auch dieses Mal wird die Anstrengung mit einem grandiosen Ausblick belohnt. Und zufrieden setze ich kurze Zeit später meine Fahrt in Richtung Süden fort. Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound.
Gestern Abend, als ich hier angekommen bin, ist es ja schon dunkel gewesen und ich konnte nur erahnen, wie schön das ist. Ich konnte erkennen, dass hier ein See ist und da nicht. Das war alles. Also ansonsten war hier nicht viel zu sehen, aber heute Morgen offenbart sich hier die ganze Schönheit sozusagen. Da ist mein Schlafplatz. Alles, was das Herz erfreut sozusagen. Ja, was will man mehr? Deshalb werde ich hier heute auch den Tag noch verbringen und erst morgen weiterfahren. An Orten wie diesem fühlt sich die Arbeit ein bisschen weniger nach Arbeit an. Ich nutze die Zeit, um an den ersten Minuten des ersten Films meines Trips zu schneiden, mir was Leckeres zu essen zu machen und dann noch etwas an anderen Projekten zu arbeiten. Schließlich habe ich ja Zeit und hier stört mich niemand. Habe ich jedenfalls gedacht. So toll der Platz da auch war, an dem ich gestern war, ne, und auch den Tag noch verbracht habe, da kamen dann irgendwie abends dann zwei Herrschaften, sehr freundlich. Die haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Wachen, wie sie gesagt haben, das nicht so gerne sehen, wenn man da schläft und dass das teuer werden kann und so weiter. Eigentlich ist es ja auch klar. Und ich habe dann überlegt, ne, bleibe ich jetzt trotzdem noch die Nacht oder fahre ich? Und ich habe mich dann dazu entschlossen, noch eine Viertelstunde zu fahren an diesem Platz hier. Konnte aber gestern Abend im Dunkeln überhaupt nicht einschätzen, ob das hier Privatgelände ist oder ob das ein Bauernhof ist oder ob das öffentlich ist. Aber so wie es hier aussieht, kann man hier wahrscheinlich überall stehen. Gut, weiß man fürs nächste Mal. Wenn es die Zeit erlaubt, dann meide ich Autobahnen. Ich genieße die Langsamkeit des Reisens. Denn abgesehen vom Tanken und Einkaufen komme ich nicht viel mit Einheimischen in Kontakt. Und das Reisen fernab der Autobahn bringt mich ihnen ein kleines Stückchen näher. Menschen, die am Straßenrand in Cafés sitzen, bunt behangene Wäscheleinen, die von Balkonen hängen. All diese kleinen Eindrücke vermitteln mir ein Bild davon, wie die Menschen hier leben. Und darüber hinaus befinden sich die schönsten Ecken eines Landes ja sowieso meistens abseits der Autobahn. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. Ich bin jetzt gerade am Rio Mundo. Rio Mundo ist hier ein großer Fluss, der hier durch die Gegend fließt. Und hier, ihr hört es schon, gibt es einen Wasserfall. Allerdings im Moment führt er leider nicht so viel Wasser. Ich bin da unten schon an einem trockenen Flussbett vorbeigegangen und habe das deshalb schon geahnt, dass hier nicht so viel jetzt zu sehen ist. Und jetzt ein bisschen mehr Wasser, ne, wäre schon cool. Aber das ist trotzdem beeindruckend. Alleine die Landschaft schon. Das ist ja gerade bei diesem Wetter jetzt mit dem Nebel. Toll, oder? Jetzt muss ich erstmal die Herrschaften vor ich verstehe leider überhaupt nichts. Ich wurde gerade von einer sehr freundlichen Dame unterbrochen, die mich auf Spanisch vollgetextet hat und ich kein Wort verstanden habe natürlich. Ich habe aber nachher irgendwann spitz gekriegt, dass sie ein Foto von mir haben wollte, beziehungsweise machen wollte, nicht haben wollte. Da unten sehe ich gerade einen Wanderstock. Ich hoffe, der Wanderer dazu ist nicht da unten. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. Am Abend erreiche ich Molinikos. Und am nächsten Morgen mache ich mich auf, den kleinen Ort zu erkunden. Natürlich von oben. Das ist ein ganz toller Spot hier. Und hinter mir, da geht es auch noch hoch. Und zwar auch direkt. Hier sind hier so, wie nennt sich das? So Kletterhaken, Schrauben,
Vorrichtungen jedenfalls, wo man sich einhaken kann. Das werde ich jetzt nicht machen. Vielleicht gehe ich hier noch mal ein Stückchen hoch am Rand, aber ganz hoch sicherlich nicht. Wie erwartet kann ich dann aber doch nicht widerstehen und möchte zumindest noch ein kleines Stückchen weiterklettern. Ich habe es jetzt doch noch auf den Berg geschafft. Allerdings nicht auf direkten Wege, sondern ich bin außen rumgegangen. Das ist zwar steil, aber unbeschwerlicher als hier hochzukommen. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die hier hochklettern. Das wäre nichts für mich. Ne? Hoch ist ja eine Sache, aber dann wieder da runter zu klettern und hier über die Kante, nee, im Leben nicht. Ich kriege hier schon jetzt weiche Knie. Bisher hat mich meine Route durch das Landesinnere Spaniens geführt. Aber nun halte ich Kurs in Richtung Mittelmeer. Denn ich plane, die letzten Kilometer in den Süden die Küste entlang zu fahren. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed, from a window in the mighty clouds up high. Ich bin wirklich froh, dass ich Wasserfilter habe. Ne? Es ist ja in Deutschland schon grenzwertig teilweise an den Versorgungsstationen, ne? Was so die Hygiene betrifft. Aber hier ist das schon echt nochmal eine Nummer heftiger. Also hier wird das Klo reingekippt. Ja? Da ist der Wasseranschluss für die Toilettenspülung sozusagen und daneben ist der Frischwasseranschluss. Also alles ziemlich kompakt hier, sage ich mal, um das positiv zu formulieren. Und insofern bin ich echt froh, dass ich diese Filter jetzt auch für die Reise zur Verfügung gestellt bekommen habe. Am Morgen zeigt sich allerdings, dass die Wasserversorgung gerade mein geringstes Problem ist. Guten Morgen. Mein Auto ist mal wieder kaputt. War ja klar, dass das früher oder später passiert. Ja, ich verliere Öl und ja, das werde ich mir gleich nochmal in Ruhe angucken. Drückt mir die Daumen, dass das nicht so teuer wird. Ja, Zeit habe ich, Geld nicht so viel. Erstmal gibt es ein Glas O-Saft. Ja. Ich bin gestern an einer O-Saftplantage vorbeigefahren. An einer Orangenplantage vorbeigefahren und habe mir da ein paar Orangen geklaut. Kleiner Spaß. Ich habe die ehrlich erworben. Ja, ich bin zwar an der Plantage vorbeigefahren, aber ich habe diese Orangen tatsächlich in einem Supermarkt, in einem ganz kleinen Ort in den Bergen erworben. Für 4 Kilo, 3,50 € und super lecker, also richtig gut. Nach dieser Stärkung begebe ich mich für eine erste Beurteilung der technischen Situation unter mein Auto, um erstmal alles von Öl zu befreien. Und nach einer Probefahrt komme ich zu dem Schluss, dass die Situation zumindest vorerst nicht so akut ist wie zunächst befürchtet. Nachdem ich jetzt auf dem Stellplatz vorhin noch einmal mich unter das Auto gelegt habe und mich mit dem einen oder anderen von euch abgesprochen habe, wie habe ich den Satz angefangen? Ist ja egal. Jedenfalls habe ich beschlossen, noch ein bisschen zu fahren, quasi das als Probefahrt zu nehmen. Jedenfalls ist es jetzt im Moment trocken. Meine Theorie ist jetzt, dass das so langsam da rausläuft, dass sich das unter dem Auto erst alles sammelt durch den Fahrtwind. Das ist ja alles nass gewesen da unten. Und wenn es dann genug ist zum Tropfen sozusagen, dann tropft es halt ab. Insofern bin ich guter Dinge, dass ich erstmal die Reise auch weiter fortsetzen kann. Wenn auch nicht mit derselben Entspanntheit wie bisher. Deshalb beschließe ich, von hier aus ohne große Umwege Cadiz anzusteuern, wo ich mein Auto in einer deutschsprachigen Werkstatt wieder fit machen lassen werde, bevor es weitergeht. Nochmal für meine Community. Mein Weg führt mich zunächst zu Ruth und Ralf, von denen der Werkstatttipp kam. Und ich werde super herzlich empfangen und aufgenommen. Nach einer fachmännischen Einschätzung von Ralf zeigt sich allerdings, dass die Werkstatt sich frühestens in 2 Wochen meinem Problem widmen kann. Deshalb entscheide ich mich schon am nächsten Tag weiter nach Portugal zu fahren. Denn zeitgleich habe ich noch ein weiteres Angebot bekommen. Von Evelyn, die an der Algarve rund 100 Villen verwaltet und vermietet, engen Kontakt zu einer freien Werkstatt hat, in der sie ihren eigenen Fuhrpark reparieren lässt, die selbst in jeder freien Minute mit ihrem eigenen Wohnmobil unterwegs ist und, ganz nebenbei, 2 Videos für ihr Unternehmen benötigt. Und sie bietet sich als Dolmetscherin an. Evelyn, ich komme.
Feucht links abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Hallo, meine Dolmetscherin. Grüß dich, ich komme gleich mal erstmal raus. Ne? Ich fühle mich von Anfang an gut aufgehoben. Die Chemie könnte nicht besser sein. Unterdessen liegt bereits ein Mechaniker unter meinem Auto und ich bekomme schon für den nächsten Tag einen Termin für die Reparatur. Ohne viel Tamtam. Bis dahin gilt es, die Zeit zu überbrücken. Und Evelyn zeigt mir die beeindruckende Küste Albuferdas. Das ist die nette Evelyn, die mir gerade das Leben in der Werkstatt gerettet hat. Genau. Und es gab da einige Diskussionen, die ich zugegebenermaßen ausgelöst habe. Aber wir haben alles geklärt. Toll hier, oder? Und Evelyn hat mir gerade erzählt, dass dieser Strand 24 der schönste Strand der Welt, hat den Preis bekommen, den internationalen Preis. Ich bin gerade am schönsten Strand der Welt. Genau. Mit Evelyn. Ja. Wie bereits erwähnt, ist Evelyn selbst Wohnmobilistin. Und ihre Einladung, sie vor unseren Videodrehs, die für die kommenden Tage geplant sind, an diesem Wochenende auf einem ihrer Wohnmobiltrips zu begleiten, nehme ich gern an. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, sich von Locals die schönsten Ecken eines Landes zeigen zu lassen? Und wie sich herausstellt, kennt sie ein paar wirklich schöne Ecken. Von Albufera aus fahren wir zunächst in Richtung Westen nach Sagres, dem südwestlichsten Punkt des europäischen Festlands. Von dort aus geht es entlang der schroffen Atlantikküste in Richtung Norden. Wir sind gestern noch ein Stückchen gefahren. Jetzt stehen wir da oben und das ist schon echt krass geil. Aber es läuft nicht alles ganz reibungslos. Was meint ihr? Kommen wir da durch? Der Überhang könnte hinten ein Problem sein. Aber Evelyn sagt, sie ist hier schon mal durchgefahren. Ohne Wasser, aber Schaffen wir. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich bei solchen Passagen gerne schon mal mit meinem langen, tief hängenden Heck hinten aufschlag und sie deshalb in einem möglichst flachen Winkel anfahren muss. Die Straße ist schmal, aber ich hole so weit wie möglich aus. Alles scheint einwandfrei zu laufen und selbstsicher steige ich auf der anderen Uferseite aus meinem Womo. Easy! Aber von wegen easy. Habe ich nicht gehört. Evelyn geht weniger technisch an die Sache ran. Und löst diese Aufgabe erheblich eleganter als der erfahrene Vanlifer. Perfekt. Nun gut. Nächster Halt, Tankstelle. Da müssen wir jetzt wohl mal Hand anlegen. genau. Evelyn sagt, dass ich gar nicht aufgeschlagen bin unten, sondern dass das durch den Wasserdruck abgerissen wurde. Zu schnell gefahren. Zu schnell gefahren. Mein altes Problem. Ich flicke alles so gut es geht und eine halbe Stunde später sind wir wieder startklar. Weiter geht's. Evelyn hat wirklich schöne Ziele rausgesucht, um mir Portugal schmackhaft zu machen. Und was die Auswahl der Routen betrifft, scheint sie genauso abenteuerlustig zu sein wie ich und scheut sich nicht, dem Navi für die Aussicht auf einen lohnenden Ausblick auch schon mal in eine Sackgasse zu folgen. Na, hier wird es jetzt doch ein bisschen eng, das heißt, wir müssen also tatsächlich zurück, wie es aussieht. Aber ein paar Meter zurück ist ein Schatz, wo ich denke, dass wir wenden können. Okay, dann also den ganzen schönen Weg wieder zurück. Bevor es zurück in Richtung Albufera geht, möchte Evelyn aber gerne noch ein paar ihrer Kindheitserinnerungen auffrischen. Wie heißt das hier? Alentejo.
Das ist ein Fluss, oder? Ja, der Tejo ist der Fluss, mündet in Lissabon. Und alles, was südlich von dem Tejo ist, bis an die Algarve, ist der Alentejo. An diesem Stausee hat Evelyn einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend verbracht. Der hat jetzt schon relativ viel Wasser. Ich glaube, die haben was von 40% erzählt. Und normalerweise waren hier nur 4 oder 6%, sagtest du, ne? Wasser drin. Und deshalb wollte sie gerne hierher, um das jetzt nochmal so voll zu sehen. Dieses gemeinsame Wochenende wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. So viele Erlebnisse und so viele Eindrücke in so kurzer Zeit. Aber so langsam führt uns unser Weg wieder zurück in Richtung Albufeira. Denn neben der Reparatur meines Autos bin ich ja vor allem wegen einem hier, Evelyns Firmenvideos. Und morgen steht der erste Drehtag an. Ab heute wird es also ernst. Die Drehs für insgesamt 2 Videos werden mehrere Tage in Anspruch nehmen. Heute sind wir früh aufgestanden, um das tolle Licht zu nutzen. Jetzt steht die Sonne tatsächlich schon logischerweise viel höher als eben noch. Und eben waren wir da unten für die Yoga-Szenen. Richtig schönes Licht, auch wenn die Sonne da noch nicht so richtig draußen war. Aber das war so Mischung zwischen blauer und goldener Stunde, also richtig, richtig schön. Auf dem Display hier sah das jedenfalls schon mal ziemlich gut aus. Ja, jetzt ich bin schon mal vorgegangen, kommen jetzt nach und dann machen wir hier oben Fahrradtour-Szenen und noch Wanderszenen. Die meisten Statisten sind Teil von Evelyns Team. Und trotz der sprachlichen Barrieren läuft alles sehr rund. Evelyn hat im Vorfeld großartige Organisationsarbeit geleistet. Sie kennt ihre Leute und übersetzt, wann immer es nötig ist. Und trotz des straffen Zeitplans bleibt immer auch genug Zeit für den Austausch zwischendurch. Ein Eis, ein gutes Essen oder lockere Gespräche abseits der Kamera. So, wir haben jetzt alles hinter uns gebracht. Das war ein langer Tag, aber viele, viele nette Menschen wieder getroffen und kennengelernt. Und jetzt freue ich mich auf morgen. Morgen geht's wieder um 4:30 Uhr raus, damit wir dann morgen das nächste Haus fotografieren können. Aber auch Ach ja, Evelyn hatte zwischendurch die spontane Idee, dass ich ja auch noch Fotos von 50 bis 60 ihrer Villen für Airbnb, Booking.com und Co. machen könnte. Von da an haben wir uns fast täglich zum Sonnenauf- und Untergang gesehen, um für die Fotos das schönste Licht des Tages zu nutzen. Aber was für ein geiles Licht, oder? Also ich meine, da sehe ich ja richtig gut aus sogar. Wenn ihr ein Haus in der Algarve sucht, ja, dann müsst ihr euch bei Evelyn melden. Check in Portugal. Und dies ist nur eins von 100 Häusern? 90 aktuell. Am Ende sind wir mit allem fast 2 Monate beschäftigt. Und neben den vielen tollen Aufnahmen nehme ich aus den täglichen netten Begegnungen mit Evelyns Team vor allem eins mit aus diesen Wochen. Nämlich, dass es völlig egal ist, ob man dieselbe Sprache spricht oder nicht. Solange man ein gemeinsames Ziel verfolgt. Nach all der Arbeit freue ich mich darauf, mich an diesem Wochenende wieder Evelyn auf einer ihrer WOMO-Touren anzuschließen. Durch die tägliche Video- und Fotoarbeit hat sich aus meinem kurzen Abstecher nach Portugal fast ein kleiner Alltag entwickelt. Und mehr noch. In dieser Zeit ist so etwas wie eine Freundschaft entstanden. Und ich denke oft daran, dass ich hier nie gelandet wäre, wenn ich nicht diesen Ölverlust gehabt hätte. Manchmal ist es eben gar nicht so wichtig, ob unsere Pläne im Leben am Ende aufgehen. Manchmal braucht es nur die Bereitschaft, sich auf die Pläne einzulassen, die das Leben für uns bereithält. Aber so schön die Zeit hier in Portugal auch ist, es zieht mich weiter. Es scheint, dass mein innerer Drang, mehr von der Welt entdecken und noch mehr Menschen treffen zu wollen, umso stärker wird, je mehr ich mich ihm hingebe. Aber bevor es mich wieder auf die Straße zieht, hat Evelyn noch etwas ganz Besonderes für mich geplant. Wir haben uns erwischt.
doesn't seem the truth. Why don't you blame it on my youth? Und dafür müssen wir nach Spanien. So könnte ich ja stundenlang fahren, ne? Evelyn ist da vorne irgendwo im Staub verschwunden. Da hinten laufen Schafe. Ziegen sind das aber. Die Schafe sind Ziegen. Jetzt eine halbe Stunde durchs Nichts gefahren. Hier sind ja wenigstens Bäume um das Nichts herum. Aber da hinten, wo keine Bäume sind, da ist wirklich nur nichts. Ganz tolle Strecke. Ich liebe sowas ja, ne? Wir haben uns jetzt hier drapiert. Da werden wir die Nacht verbringen. Vorher werden wir uns was Leckeres zu essen machen. Und Evelyn hat auch schon richtig schön campermäßig ihr Equipment hier aufgebaut. So haben wir wenigstens ein bisschen Schatten. Aber ich komme jetzt nicht mehr in meine Haustür rein. Doch, kommst du so Ja, dick doch. bist du nicht. Gerade eben noch. Guck mal. Gibt es ein paar Pommes weniger gleich. Die Nacht ist sternklar und ruhig. Und als ich am nächsten Morgen die Route zu unserem eigentlichen Ziel eingebe, stelle ich fest, dass nicht einmal Google den Weg hierher kennt. Die Routenplanung beginnt erst einige Kilometer abseits unseres Schlafplatzes. Wie schön, dass es selbst bei uns in Europa noch solche Orte gibt. Unser Weg führt uns also zunächst ohne Navi über die staubige Piste zurück zur Hauptstraße. Von da aus geht es weiter nach El Rocío, einem kleinen Ort in der Region Huelva, in dem an diesem Wochenende ein Wallfahrtsfest stattfindet, das jedes Jahr tausende Pilger und Bruderschaften aus ganz Spanien anzieht. Normalerweise zieht es mich weder in Städte noch auf Großveranstaltungen. Noch bin ich ein großer Freund der Institution Kirche. Aber das hier ist anders. Im Vordergrund stehen die Gemeinschaft und eine Lebensfreude, die man förmlich spüren kann. Überall vor den Häusern sitzen Menschen in traditionellen Gewändern, die miteinander essen, musizieren und zu den Klängen von Flamenco-Gitarren singen und tanzen. Die Straßen sind einfache Sandwege, Autos fahren hier kaum. Stattdessen ist man zu Fuß, zu Pferd, mit der Kutsche oder mit dem Ochsenkarren unterwegs. Man fühlt sich unverzüglich einige Jahrhunderte in die Vergangenheit zurückversetzt. Die Romería del Rocío ist eines der größten religiösen Feste Spaniens und zieht jedes Jahr zu Pfingsten tausende Pilger nach El Rocío. Viele legen hunderte Kilometer zu Fuß, zu Pferd oder in bunt geschmückten Wagen zurück, um hier gemeinsam die Jungfrau von El Rocío zu ehren, die tief im Herzen Andalusiens verankert ist. Aber die Wallfahrt ist weit mehr als nur ein religiöses Ereignis. Sie ist ein riesiges Volksfest, bei dem in traditionellen Kleidern gesungen, getanzt und gefeiert wird. Ein lebendiges Miteinander, das Spiritualität, Kultur und Lebensfreude verbindet. Es ist kein touristisches Spektakel, sondern ein Fest, das tief in der Kultur und Spiritualität der Menschen hier verwurzelt ist. Trotzdem ist jeder willkommen, der sich mit offenem Herzen darauf einlässt. El Rocío markiert für mich das Ende meines spontanen Abstechers zu Evelyn und ist zugleich der Startschuss für meine Weiterreise durch Spanien zurück in Richtung Norden. Die Stimmung und Atmosphäre hier könnten kaum besser widerspiegeln, wie ich die vergangenen Wochen und Monate erleben durfte. Mit dem guten Gefühl, dass es Orte gibt, an denen Gemeinschaft, Offenheit, Lebensfreude und Hilfsbereitschaft das Miteinander bestimmen. Nach 3 Monaten Portugal tut es gut, wieder on the road zu sein. Und auch diese Reiseetappe wird mich hauptsächlich durch National- und Naturparks führen. Spanien gehört weltweit zu den Spitzenreitern, wenn es um geschützte Naturräume geht. Orte, an denen man die Welt noch genauso erleben kann, wie sie vor Tausenden von Jahren war. Wild, rau und weitestgehend unberührt. Viele dieser wilden, ursprünglichen Orte sind mein Kompass auf dem Weg zurück in den Norden. Mein erstes Ziel führt mich zum Aussichtspunkt Peña Arias Montano, nahe der kleinen Gemeinde Alájar in der Region Huelva. Hört mal. Krass laut, ne? Die Grillen. Ich glaube, da geht's für mich morgen hoch. Ich kann gerade auf dem Display gar nicht sehen, aber da oben ist noch eine Kapelle oder sowas. Also ich glaube, dass
das mein Ziel ist. Ich denke aber, sonst wird hier nicht so viel sein. Außer Grillen. Mal gucken, ob ich bei dem Krach schlafen kann heute Abend. Aber der Tag ist noch jung. Deshalb ändere ich meine Pläne spontan. Ich habe mir überlegt, dass ich da jetzt heute noch hochgehe und nicht bis morgen warte. Ist nämlich gar nicht so weit, aber es geht direkt hoch. Es sind jetzt nur noch 400 Meter, aber ja, sehr steil auf direktem Wege. Aber wenig später erreiche ich die Aussichtsplattform mit ihrem markanten Glockengiebel. Von hier aus bietet sich bereits ein großartiger Blick über das kleine Örtchen Alhajar und das Tal. Aber es zieht mich noch ein Stückchen weiter nach oben. Auch dieser Abschnitt ist kurz, aber steil. Und ich merke schon jetzt jede einzelne Faser meiner Beinmuskeln. Ich bin jetzt tatsächlich nochmal ein Stückchen höher gegangen. Boah, das geht steil hoch, ne? Da ist diese Kapelle oder was auch immer das ist. Und jetzt ging es dann hier die Berge hoch. Das war keine gute Idee, das als ersten Ausflug zu machen nach 3 Monaten Ruhepause in Portugal. Aber toll, also richtig, richtig schön. Alleine der Blick auf den Sonnenuntergang von hier oben ist bereits alle Anstrengungen wert. Am nächsten Morgen geht es weiter in Richtung Norden. Das heutige Ziel ist eine Festung aus dem frühen 9. Jahrhundert, die für ihre außergewöhnlichen Bewohner berühmt ist. Die Landschaft prägen in dieser Ecke Spaniens die Dehesas. Weitläufige, offene Wiesen und Wälder mit Eichen und Korkeichen, in denen neben den berühmten Iberico-Schweinen auch Schafe und Rinder weiden. Diese Kulturlandschaften sind typisch für Spanien und Portugal. Sie kombinieren Landwirtschaft, Viehhaltung und Waldwirtschaft auf nachhaltige Weise und bieten gleichzeitig Lebensraum für Wildtiere und zahlreiche Vogelarten. Die Dehesas wirken fast parkähnlich, sind aber ein aktives Ökosystem, das seit Jahrhunderten von Menschen genutzt wird, ohne es dabei zu zerstören. Allerdings gerät auch hier die Balance zwischen Natur und Nutzung zunehmend durch die moderne Landwirtschaft ins Ungleichgewicht. Ich bin jetzt schon wieder den ganzen Tag durch eine phänomenale Landschaft unterwegs. Die Straßen gehen also wirklich bis zum Horizont nur geradeaus. Klar, kleine Dörfer gibt es hier immer mal wieder. Aber diese Weite, das ist einfach unglaublich. Jetzt versuche ich hier lebend rüberzukommen und dann geht's weiter. Zwischendurch tauchen auch immer wieder größere Städte auf, die im starken Kontrast zur sonst so stillen, weitläufigen Natur der Dehesas stehen. Gegen Abend erreiche ich mein Ziel. Schlafplatz gefunden. Das sind hier relativ harmlose Berge. Das Gebirge heißt hier Monfragüe. Ich weiß nicht, wie man das spricht. Das Ü am Ende, Ü-E. Monfragüe klingt ein bisschen türkisch. Am nächsten Tag mache ich mich auf, die mittelalterliche Burg zu erobern. Morgen. Ich flüster mal. Ich habe mich gerade auf den Weg gemacht zu dem Castillo, zu dem Schloss da oben, zu der Burg. Und kriege schon das erste Highlight hier geboten, neben der vielen tollen Landschaft hier. Und da ist noch ein kleines. Ja, werde ich es mal wieder alleine lassen. Richtig ausgesprochen heißt dieser Nationalpark Monfragüe. Also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Die Punkte auf dem U am Ende zeigen an, dass das U mit ausgesprochen wird. Das Castillo thront schon seit dem frühen 9. Jahrhundert über dem Tal. Früher eine strategische Festung der Mauren, sind die alten Mauern heute aber nur noch Kulisse für die wahren Hausherren hier. Denn der Park ist in Europa eines der bedeutendsten Brutgebiete für Mönchsgeier. Tolle Aussicht. Was für eine Weite. Unglaublich. Da kann man sich in etwa vorstellen, wie lange ich gestern durch diese Landschaft gefahren bin. Seht ihr das? Geier. Sehr beliebtes Nist- und Brutgebiet bei Geiern. Ganz tolle Ecke hier und man hat hier 360 Grad nur Natur. Nichts
außer Bergen, Seen, Wäldern. Jetzt bin ich den Weg hier zu Fuß hochgekommen, ganz schön anstrengend. Und ich habe mir natürlich auch wieder die Mittagszeit ausgesucht. Ja? Wer lange schläft, muss dann auch anschließend beim Aufstieg entsprechend mehr leiden. Der Abstieg gestaltet sich weniger anstrengend. Und vom Parkplatz des Castillo geht es für mich wieder auf die Straße meinem nächsten Ziel entgegen, das auf über 1400 Metern liegt. Über gut ausgebaute Landstraßen führt der Weg weiter durch den Nationalpark Monfragüe, vorbei an Flusstälern des Tajo, der Sierra de Villuercas entgegen. Hier werden die Straßen wieder enger. Das ist ja mal wieder der Hammer hier, ne? Ich fahre gerade zu meinem Schlafplatz, der auf 1400 Meter Höhe liegt. Und so fahre ich schon seit 10 Kilometern, 12 Kilometern, ich glaube, also 16, 17 Kilometer sind das und ich habe jetzt noch 5 Kilometer zu fahren ungefähr. 2 Autos sind mir begegnet, 2 Motorräder haben mich überholt, ansonsten bin ich hier völlig allein. Das ist mal wieder genau nach meinem Geschmack. Richtig geil. Ich bin oben angekommen von meinem Schlafplatz. Ich bin auf 1440 Metern. Da ist mein Schlafplatz. Und ich habe gerade erstmal alles aufgerissen bei mir, alle Fenster, alle Türen aufgemacht. Auch wenn es hier oben schon deutlich kühler ist als unten. Hier sind nur noch 33 Grad. Ja, aber deshalb habe ich das alles aufgerissen und es weht da eine leichte Brise durch mein Auto. Also insofern ist das zu ertragen. Wenn es an Orten wie diesem dunkel wird, dann spürt man ganz deutlich den krassen Kontrast zwischen der Welt, die wir uns geschaffen haben, und der Welt, aus der wir eigentlich kommen. Vom Berg geht es am nächsten Morgen zurück in Richtung Zivilisation. Mit jedem Kilometer ins Tal spüre ich die Kluft zwischen der Freiheit, die mir die Berge geben, und dem, was wir Zivilisation nennen. Vertraut, notwendig, aber immer ein bisschen fremd für die Seele. Heute ist Waschtag angesagt. Ich habe gerade die erste Maschine angeschmissen. 2 werden es wahrscheinlich werden heute. Deshalb habe ich diesen Stellplatz hier angesteuert. Der ist nicht besonders schön, aber zumindest gibt es hier Wasser. Wir werden auch keinen Strom. Ich hoffe, meine Akkus machen das mit der Maschine. Aber ich bin mit Eis versorgt und das ist das Wichtigste erstmal. Am nächsten Tag zieht es mich wieder in die Natur. Durch die Sierra de Béjar geht es diesmal in Richtung Westen. Das ist schon wieder so eine tolle Landschaft hier, durch die ich hier fahre. Großartig, da unten Fluss, Berge, was will man mehr? Ab und zu kommt hier mal ein Auto vorbei, aber das ist echt nicht nennenswert eigentlich. Also ich bin eigentlich überrascht, wie wenig Tourismus doch hier jetzt gerade zur Zeit ist. Wahrscheinlich verlagert sich dieser Tourismus auf die Städte hauptsächlich, denke ich mal, und auf die Küsten natürlich. Aber hier in den Bergen so gut wie gar nichts los. Echt super. Mein Ziel ist der Peña de Francia, der Felsen von Frankreich, dessen Gipfel über enge Serpentinen auch mit dem Wohnmobil zu erreichen ist. Diese Gegend ist geprägt von dichten Wäldern und steilen Granithängen, durch die sich die Straße langsam nach oben windet. Ich bin hier gerade auf, glaube 1700 Metern Höhe. Ganz, ganz geile Gegend hier. Ich bin total begeistert. Hola, amigos. Ich bin gerade auf dem, wie heißt das hier, Peña de Francia. Mit einer ganz tollen 360 Grad Umsicht. Da muss man zwar ein paar Meter für gehen. Also einfach nur drehen reicht nicht, aber die Aussicht ist grandios hier oben. Das ist übrigens ein Kloster, ein Dominikanerkloster, habe ich mir sagen lassen, aus dem Jahr, weiß ich nicht genau, aber 15. Jahrhundert, 1400 irgendwas, erbaut. Der Legende nach hat der französische Pilger Simon Villard hier oben eine verschollene Marienstatue gefunden, nachdem ihm dieser Ort in Visionen erschienen war und woraufhin dieses Kloster hier errichtet wurde. Seitdem ist der Berg Wallfahrtsort und Orientierungspunkt und an klaren Tagen soll man von hier aus sogar bis nach Portugal sehen können.
Ja, ich bin begeistert, wie ihr merkt. 1745 Meter sind das, glaube ich, hier. Die es nun wieder hinab ins Tal geht. Nach der Abfahrt vom Peña de Francia verändert sich die Landschaft wieder spürbar. Die dichten Wälder weichen langsam offenerem Land, die Horizonte werden weiter, die Berge sanfter. Die Straße führt durch eine Gegend, die still wirkt, fast vergessen. Kleine Dörfer tauchen auf und verschwinden wieder. Weite Felder lösen die Wälder ab und die Zeit bekommt hier wieder mehr Raum. Je weiter ich nach Norden komme, desto mehr verwandelt sich die Berglandschaft in eine Ebene. Und alles wirkt weiter, trockener, ursprünglicher. Eine Landschaft, die sich nicht erklärt. Sie ist einfach da. Gegen Abend erreiche ich die Gegend um Fermoselle. Der Tag fühlt sich abgeschlossen an. Zumindest denke ich das in diesem Moment. Aber diese Etappe endet nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dieser Tag geht mit seiner ganz eigenen Geschichte zu Ende. Was für eine Aktion gestern Abend. Alter Schwede. Ich habe mich festgefahren. Mal wieder. Ja, also, aber richtig. Ich habe halb Spanien mobilisiert, um mich da wieder rauszukriegen. Am Ende haben wir es dann geschafft. Es kam hier aus dem Nachbarort, nachdem mich dann eine spanische Familie, die hier auch Urlaub macht, mit dem Auto in eine Gegend gefahren hat, in den nächsten Ort, wo ich Empfang hatte. Natürlich war da an der Stelle auch null Empfang, also wirklich 0,0. Ja, und die haben mich in diesen Ort gefahren, da habe ich dann mit dem ADAC telefoniert, das hat aber alles nicht geklappt und dann haben wir also selbst quasi die Initiative ergriffen. Die Familie hat mir echt geholfen und zum Glück sprach einer auch so ein bisschen Englisch. Am Ende haben wir dann aus dem anderen Ort, aus der anderen Richtung, gleiche Entfernung, 10 Kilometer oder sowas, einen Typen gefunden, der einen 4x4 Geländewagen hat. Eine richtig geile Kiste und der hat mich dann mit einer Seilwinde dann da rausgezogen. Mega Aktion gestern Abend und dieser nette Mensch, der mich da rausgezogen hat, der hat mich dann zu diesem Spot hier geführt. Gestern Abend noch, das war ja schon dunkel dann. Die ganze Aktion hat 5 Stunden gedauert und ich war dann um 12:30, glaube ich, war ich hier. Und er hat gefragt, wo ich denn jetzt schlaf. Ich so, keine Ahnung, irgendwo, wo Platz ist. Und dann hat er mich zu diesem Spot hier gefahren. Das ist der Ort, in den ich eigentlich wollte. Ich bin wieder safe, mega Aktion gestern Abend. Das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Manchmal merkt man erst im Rückblick, wie gut sich solche unvorhergesehenen Ereignisse anfühlen können. Oft bringen sie uns an Orte, die wir ohne sie nie gesehen hätten. Ich verwische noch schnell die Spuren des gestrigen Abends und setze anschließend meine Reise fort. It's the fire in the rain. Erlebnisse und Begegnungen wie die des gestrigen Abends geben mir auf meinen Reisen ein Gefühl der Sicherheit. Zu wissen, dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die ohne zu zögern einem Wildfremden ihre Hilfe anbieten, wenn er sie am dringendsten braucht. Solche Momente sind es, die eine zurückgelegte Strecke auf der Landkarte zu einer Erinnerung machen, die bleibt. Und ein stiller Beweis dafür sind, dass Menschlichkeit oft auch da zu finden ist, wo man sie vielleicht am wenigsten erwartet. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room. Ich denke immer, wo 16 Tonnen erlaubt sind, da komme ich auch durch. Aber da, wo ich gerade durchgefahren bin, durch den kleinen Ort, da wäre 16 Tonner bestimmt nicht durchgekommen. Ob man den Schildern hier immer so vertrauen kann. Wo ich vorwärts reinkomme, komme ich auch rückwärts wieder raus, sage ich mir immer. Eine Einstellung, die mich schon in manche brenzliche Situation geführt hat. Aber auch zu Orten wie diesem, den ich ohne sie niemals zu Gesicht bekommen hätte. Ich bin hier schon wieder auf irgendeiner Hochebene gelandet. Das ist sehr geil, sieht toll aus. Und hier bis auf 10 Kilometer. Dann muss da irgendwo mein Schlafplatz sein. Ich bewege mich hier entlang der Grenze zu Galicien. Die Landschaft ist geprägt von Hügeln, Tälern und Flussläufen, die das weite offene Bild dieser Region bestimmen. Schlafplatz erreicht. Bis eben war ich noch allein. Jetzt ist hier Touri-Programm angesagt. Aber wie geil sieht das denn bitte aus? Da hat sich doch der ganze Aufwand echt gelohnt, oder? Oh, wow. Da muss ich, glaube ich, gleich noch mal ein paar Aufnahmen machen. Oder? Ja. Ich muss hier mein bisschen Spanisch muss ich hier rauskramen. Windig ist es hier.
Der Wind in meinen Haaren. Nachdem ich also vor 2 Tagen, glaube ich, noch so meine Witzchen gemacht habe auf dem Berg, ich glaube 1400 Meter waren das, dass da nur 33 Grad waren auf dem Berg statt 38 im Tal, war es hier jetzt gestern ja wirklich schon kühl. Also ich muss mir dann schon Jäckchen überziehen irgendwann. Heute Nacht hat es tatsächlich seit Wochen, also für mich jedenfalls seit Wochen, das erste Mal auch wieder geregnet. Und vor allem seit Wochen musste ich heute Morgen das erste Mal auch die Heizung tatsächlich wieder anmachen. Hätte ich nicht gemusst, wenn ich nicht hätte duschen wollen, ja. Aber ich habe es immer gerne, wenn ich aus der Dusche komme, dass es dann doch einigermaßen warm ist. Ein letzter Blick für euch. In diese Richtung jetzt nicht so spannend. Da geht's, glaube ich, gleich für mich weiter. Mit dieser Vermutung liege ich goldrichtig. Und wenig später bin ich wieder on the road. Mein Weg führt mich zunächst durch das bergige Hinterland hier im Osten Galiciens, wo Täler und Dörfer noch weit auseinander liegen. Die Landschaft wirkt rau, fast streng, geprägt von Wäldern und Flussläufen, die sich seit Jahrhunderten ihren Weg durch diese Gegend suchen. Ab hier verändert sich das Bild mit jedem Kilometer wieder. Die Berge werden sanfter, die Täler breiter und die Landschaft öffnet sich. Felder, Weiden und kleine Ortschaften rücken wieder näher zusammen. Aber ich wage mich mit einem kleinen Abstecher noch einmal in die Berge. Ich bin wieder mal in den Bergen. Wie sollte es anders sein? Diesmal allerdings nur, in Anführungsstrichen, auf 1000 Metern. Ja, da unten war ich eben auch schon, bevor dann hier, eigentlich wollte ich das Video da aufnehmen, aber hier kamen gerade 2 Autos an mit einer riesigen Familie und dann war hier plötzlich Highlife. Aber dieser Ausblick, ich kann da ja nicht genug von kriegen, ne? Deshalb genieße ich ihn auch noch ein wenig, bevor es für mich weitergeht. Die von mir gewählte Strecke folgt nicht nur einer geografischen Linie, sondern auch einer kulturellen. Denn sie verläuft nahe uralter Handels- und Pilgerwege, auf denen auch heute noch viele Pilger unterwegs sind. Ich nähere mich Santiago de Compostela. Jetzt werde ich euch nach der vielen Natur, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, an meinem Kulturschock teilhaben lassen. Ich bin in Santiago de Compostela. Ich glaube, das ist dieser Wallfahrtsort, ne, wo alle Pilger hinlaufen. Und das sieht hier richtig schrecklich aus. Das ist so gar nicht nach meinem Geschmack. Aber ich werde hier nur die Nacht verbringen und morgen so schnell wie möglich wieder weg hier. Vorher muss ich am nächsten Morgen aber noch eine kleine Reparatur an meinem Motor vornehmen. Denn gestern ist auf dem Weg zu dem Aussichtspunkt die Motorlampe mal wieder angegangen. Ein bekannter Fehler. Deshalb bin ich nach etwa 30 Minuten wieder startklar. Eigentlich wollte ich da hinten jetzt noch Wasser auffüllen und entsorgen, aber da ist der Wasserdruck so lasch, dass ich wahrscheinlich das Wasser gar nicht in den Tank kriege durch den Schlauch. Dann fahre ich lieber nochmal woanders hin. Gibt hier sicherlich irgendwo nochmal eine andere Möglichkeit. Mal schauen, wie viel Wasser ich noch habe. Ich glaube, ein bisschen komme ich noch über die Runden. Warum fährt denn der solche Stellplätze an, wenn er Städte nicht mag? Werdet ihr jetzt vielleicht fragen. Nun, freistehen ist leider nicht überall möglich. Und in diesem Fall habe ich außerdem darauf gehofft, mich hier mit Frischwasser versorgen zu können. Für eine Nacht nehme ich dann sowas schon mal in Kauf. Aber dann zieht es mich auch ziemlich schnell wieder in weniger städtische Gebiete. Und entsprechend plane ich auch meine Routen. Inzwischen nutze ich dafür die KI. Ich habe mir eigens dafür einen Prompt erstellt, der nicht nur abfragt, von wo nach wo die Reise gehen soll, sondern auch Größe und Gewicht des Wohnmobils berücksichtigt, nach eigenen Interessen wie zum Beispiel Natur, Städte, Kultur, Kulinarik und so weiter fragt, ob Kinder mitreisen, Wander- oder Radtouren mit eingeplant werden sollen und. Damit geht die Routenplanung nicht nur super schnell, sondern macht auch richtig Spaß. Den Link zum Prompt findet ihr in der Videobeschreibung. Für mich geht es von der Costa da Morte, der Küste des Todes, die ihren Namen der Seefahrerzeit aufgrund ihrer berüchtigten Felsen, Klippen und Untiefen zu verdanken hat, weiter in Richtung der asturischen Küste im Norden Spaniens. Ich
bewege mich wieder ins Hinterland, weg vom offenen Atlantik, hinein in eine Gegend, die wieder ruhiger wirkt, fast unscheinbar. Die Straße zieht sich durch sanfte Hügel, vorbei an kleinen Dörfern und Städten. Man spürt deutlich die Nähe zur Küste, auch wenn man sie nicht sieht. Nach all den spektakulären Landschaften der letzten Tage fühlt sich diese Gegend eher gewöhnlich an. Hier ist wenig, das hängen bleibt. Kein Moment, der sich festsetzt. Kein Bild, das nachhallt. Die Landschaft erfüllt ihren Zweck, aber sie überwältigt nicht. Sie ist eher ein stiller Reisebegleiter. Das soll sich in den kommenden Tagen allerdings noch einmal drastisch ändern. Ich habe meinen Schlafplatz erreicht. Heute bin ich durch eine nicht so spektakuläre Landschaft gefahren. Da schlafe ich heute. Ist auch nicht gerade über schöner Wohn. Und da hinten, da ist das Meer. Zum Schlafen reicht's. Zum Reisen aber nicht. Deshalb beschließe ich, am nächsten Morgen wieder in die Berge zu fahren. Ich bin jetzt, glaube ich, 2 Kilometer gefahren von der Küste weg, in Richtung Berge wieder. Habe mich dazu entschlossen, diese Route zu nehmen und jetzt nicht mehr an der Küste entlang zu fahren. Das hat mich gestern nicht so wirklich umgehauen da. Und jetzt bin ich schon hier sehr hoch und an einem großartigen Spot gelandet. Da hinten stehe ich und da haben die offensichtlich auch geschlafen hier. Eigentlich hätte ich das auch mal machen sollen. Also wenn ich das gewusst hätte gestern. Also da kann man das Meer sehen. Das ist doch so schon mal viel, viel schöner als von da unten. Und ich bin gespannt, was mich jetzt auf der weiteren Fahrt noch erwartet. Je weiter ich in die Berge fahre, desto stiller wird es wieder. Kleine Straßen, kein Verkehr, Häuser, die hier mehr aus Gewohnheit als aus Planung zu stehen scheinen. Das ist die Art von Gegend, in der ich gerne unterwegs bin. Allerdings kann diese Abgeschiedenheit einem auch sehr schnell zeigen, dass man hier auf sich selbst angewiesen ist. Mal sehen, ob ich den beiseite kriege oder ob ich da so durch muss. Wenden ist hier für mich keine Option. Und 10 Kilometer rückwärts zurückzufahren, habe ich auch keine Lust. Aber mit Hilfe eines Zurgurtes kann ich das Hindernis schließlich so weit beiseite binden, dass ich passieren kann. Na, ein kleines bisschen wenigstens. So komme ich da, glaube ich, vorbei. Eine Weile darf ich diese Landschaft noch genießen. Die gewaltigen Berge, die schroffen Felsen, jeder Hang, jede Klippe wirkt hier gänzlich unberührt. Und selbst die Stille hat hier Gewicht. Schwer, beständig, aber voller Leben. Dann wird die Landschaft wieder urbaner. Dörfer, Städte, Menschen und Autos rauschen an mir vorbei. Mein Ziel, wo ich jetzt hinfahre, das ist sehr touristisch. Vor einer halben Stunde war das schon das erste Mal ausgeschildert und ich fahre noch 2 Stunden da jetzt hin, also jetzt noch 1,5. Insofern werde ich da sicherlich auch nicht alleine sein. Ja. Aber jetzt mache ich erstmal Pause, denn ich habe Hunger. Jetzt gibt's Salat. Mein heutiges Ziel ist der Nationalpark Picos de Europa. Es regnet, aber ich mag das. Die tief hängenden Wolken nehmen den schroffen Felsen und Schluchten ihre Härte. Sie lösen die scharfen Konturen der gewaltigen Kalksteinmassive auf und präsentieren das satte Grün der Vegetation im starken Kontrast zu dem grauen Gestein. Ich bin im Picos de Europa. Gestern bin ich im nördlichen Teil von diesem Gebirge gewesen und das ist sehr touristisch. Dies hier so ein bisschen auch, aber lange nicht so schlimm wie der nördliche Teil. Das ist jetzt also diese südliche Route durch dieses Gebirge. Und gestern war ich nicht so richtig glücklich mit der Route, die ich gefahren bin, weil die doch sehr, sehr touristisch war und durch ganz viele touristische Ortschaften ging und so weiter. Das hier ist eher meins, ja. Vielleicht auch touristisch, aber zumindest sehr viel Natur. Mehr gibt es im Moment noch nicht zu sagen. Da geht's runter, da bleibe ich jetzt weg. Und ich melde mich später wieder. Der Picos de Europa ist bereits seit 1918 als Nationalpark geschützt und damit der erste Nationalpark Spaniens.
Man kann dieses Gebirge wohl als Sonderling unter den europäischen Gebirgen bezeichnen. Denn hier wird nicht lange um den heißen Brei geredet. Plötzlich ist man einfach mittendrin. Fast ohne Vorwarnung. Keine sanften Hügel, die diese Landschaft ankündigen. Kein weicher Übergang. Die Berge sind auf einmal einfach da. Ein bisschen wie das sprichwörtliche Tor zu einer anderen Welt. Und Traumspot für jeden Fotografen. Wir sind jetzt hier auf 1300 Metern knapp und die Fahrt hier hoch, die ist super entspannt. Die Straßen sind sehr, sehr gut ausgebaut. Wenn ihr das auch mal machen wollt, auf so einen Gipfel fahren mit eurem Wohnmobil und euch bisher nur davon abgehalten hat vielleicht, dass ihr nicht wisst, wie die Straßen sind, hier ist ein guter Ort, um das Ganze mal zu üben und die Aussicht ist auch grandios. Und entspannt ist übrigens auch das Stichwort, denn hier war eben gerade ein ganz entspannter Fuchs. Eben war ich hier noch alleine, jetzt hat sich der Parkplatz hier so ein bisschen gefüllt. Und der Fuchs, der hat sich da drüben hinter mein Auto gelegt und hat sich die Touristen hier angeguckt. Wahrscheinlich kriegt er häufiger mal was zu fressen hier. Schade eigentlich. Also wenn ihr das macht, ne, fahrt hier hoch, aber füttert keine Füchse. In dieser Gegend könnte ich mich tagelang aufhalten. Deshalb treibt es mich noch etwas weiter in Richtung Süden dieser fantastischen Landschaft. Hier werden die Straßen wieder schmaler. Das ist eine ganz tolle Landschaft hier. So fahre ich jetzt schon seit 3 Stunden bestimmt. Ich habe natürlich auch ganz viel angehalten, ganz viel Pausen gemacht. Und der erste Teil dieser Strecke war sehr, sehr entspannt. Hier ist die Straße jetzt ein bisschen ursprünglicher, sag ich mal, aber immer noch unproblematisch. Ganz geile Ecke hier. Die Gegend hier wirkt ruhig, zeitlos. Bäche und Flüsse schlängeln sich durch die Täler, Schafe und Rinder grasen auf endlosen Weideflächen. Dörfer gibt es hier kaum. Und wenn, dann fügen sich die alten Gebäude nahtlos in die Landschaft ein. Fast so, als wären sie schon immer hier gewesen. Schließlich erreiche ich wieder zivilisiertere Gegenden. Und ausgerechnet hier werde ich plötzlich und unvermittelt auf eine Art und Weise mit der Tierwelt konfrontiert, die ich so nicht erwartet hätte. Ich fahre rechts ran, stelle mein Womo ab und die Jagd beginnt. Eine Anwohnerin hat den Ausreißer ebenfalls bemerkt und gemeinsam mit Strick und Halfter bewaffnet, gelingt es uns schließlich, ihn zu stellen und wohlbehalten auf seine Koppel zurückzuführen. Was man nicht alles erlebt. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes, and I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. Ich bin hier gerade in Irland, könnte man denken. Ja, diese grünen Berge mit dem Wasserfall da hinten, das würde man ja in Spanien gar nicht unbedingt vermuten. Besuch habe ich auch gerade gekriegt hier von 2 Spanierinnen. Da oben, da geht die Straße lang. Voilà. Da werde ich auch gleich hochfahren. She's a little bit crazy on the weekends. Die Straße windet sich über enge Serpentinen durch den Naturpark. Vorbei an grünen Hängen, gewaltigen Wasserfällen und beeindruckenden Kalksteinfelsen. Aber dieser Park ist vergleichsweise klein und schon bald tauchen wieder zunehmend Häuser und Fabriken auf, die hektisch an meinem Fenster vorbeihasten. Das Rauschen der Wasserfälle weicht einmal mehr dem permanenten Hintergrundrauschen der Zivilisation, das viele von uns schon gar nicht mehr wahrnehmen. Aber am Ende der heutigen Etappe wartet eine ganz besondere Begegnung auf mich. Ein vertrauter Mensch, mit dem sich meine Wege schon einmal gekreuzt haben. Weit weg von hier.
denn Wer ist das denn? geklappt hat. Das ist ja ein Zufall. Ja. Die kennt ihr, oder? Jetzt in Spanien diesmal. Ja, diesmal in Spanien, ja. Dass ich für Evelyn die beiden Werbefilme produziert und Fotos für ihr Unternehmen Check in Portugal gemacht habe, ist nun auch schon wieder einige Wochen her. Nun ist sie selbst einige Wochen mit ihrem Wohnmobil unterwegs. Eine gute Gelegenheit für ein Wiedersehen. Aber bereits am nächsten Tag trennen sich unsere Wege wieder und ich setze meine Reise in Richtung Pyrenäen fort. Allerdings mit einer kleinen Verzögerung. Wir haben uns gerade verabschiedet und in der ersten Kurve ist mir die Schublade rausgefallen. Ja? Ich habe vergessen, den Knopf reinzudrücken. Schöne Scheiße. Bis zu den Pyrenäen ist es von hier aus nicht mehr weit. Und während ich bereits auf vergangenen Reisen die französische Seite der Pyrenäen erkunden durfte, ist mein Plan diesmal an der südlichen Seite entlang und dann über Andorra nach Frankreich zu fahren. Eine gute Entscheidung, denn hat man die Städte hier erstmal hinter sich gelassen, kommt man wieder in einen Teil Spaniens, der weniger von Menschen und wieder mehr von der Natur erzählt. Und in dem die Berge deutlich spürbar immer näher rücken. Und auch die Straßen werden hier wieder etwas ursprünglicher. Even if you've never flown before, you can still take flight. Ich halte hier mal, ich stehe hier nicht gut, aber hier ist auch kein Verkehr. Ich bin jetzt schon wieder seit, keine Ahnung, 2, 3, 4 Stunden in der geilsten Natur unterwegs. So sieht es nach vorne aus, so sieht es zur Seite aus. Geil, oder? Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go. Vor, ich würde mal sagen, einer knappen Stunde hat Google mir gesagt, dem Straßenverlauf 30 Kilometer folgen. Ein Auto ist mir nicht entgegengekommen und hat mich überholt. Kein Auto, keine Menschen, nur Natur da hinten, die riesigen Berge da hinten. Ganz, ganz toll. Es ist sehr windig, wie ihr seht und hört vielleicht auch. Mal einen 360-Grad-Rundumblick für euch. Toller Parkplatz da. Toll, also ich bin gespannt, was mich noch erwartet. Ich fahre ja noch richtig durch die Pyrenäen. Plan ist, dass ich mal so rum, weil das hier, glaube ich, weniger windig ist, oder? Plan ist, durch Andorra zu fahren und da wird es pyrenäentechnisch dann richtig interessant. Soweit meine Vermutung jedenfalls. Ich kenne Andorra bisher nicht, aber ich bin auf alles vorbereitet. So, noch ein letztes Lebenszeichen von mir. Ich hoffe nicht das letzte Lebenszeichen, aber für heute das letzte Lebenszeichen von mir. Ich habe meinen Schlafplatz gefunden für heute. Und zwar da unten. Eigentlich kann man hier auch noch hochfahren und dann hier stehen mit diesem tollen Rundumblick, den ich heute Nacht sowieso nicht genießen werde, weil ich schlafen werde. Aber leider komme ich hier nicht hoch. Gar keine Chance. Und bevor ich mich jetzt nochmal festfahre, habe ich beschlossen, dass ich da unten stehen bleibe. Da ist zwar die Straße auch, aber da kann ich, glaube ich, mit leben. Also da ist nicht so viel Verkehr. Und tollen Sonnenuntergang wird es heute sicherlich auch geben, den ich wahrscheinlich nicht sehen werde, weil die Berge davor sind. Aber das Licht wird auch so langsam schon nett. Nach einem kurzen Frühstück geht es am nächsten Morgen weiter. Ja, was soll ich sagen? Wieder tolle Ecke hier. Tolle Straße. Dem Straßenverlauf von N260 noch 17 Kilometer folgen. Ja, mach ich gleich. Die Straße führt hier durch die Berge. An diesem Fluss entlang ist es hier ziemlich viel Verkehr. Leider, aber es ist auch wirklich eine tolle Straße. Teilweise ziemlich eng, aber machbar. Hab schon engere Straßen gehabt. Die meisten Straßen hier sind sehr gut ausgebaut. Und auch wenn es auf meinen Routen immer mal wieder engere Passagen gibt, versuche ich doch Straßen zu vermeiden, die für ein größeres Fahrzeug am Ende in einer Sackgasse enden könnten. Bei der Einschätzung ist es hilfreich, die Fahreigenschaften, Abmessungen und das Gewicht des eigenen Fahrzeugs genau zu kennen und neben dem Bauchgefühl vor allem auch auf Schilder mit Höhen- und Gewichtsbeschränkungen zu achten. Und natürlich auf die eigene Stress- und Belastungsgrenze.
Falle des Falles ist es dann auch schon mal sinnvoll, einen vom Navi vorgeschlagenen Abschnitt nicht zu fahren, sondern lieber umzukehren. Google sagt, ich soll hier lang fahren, aber da ich gar nicht weiß, wie es da oben auch wieder aussieht, ob ich dann wieder auf eine normale Straße komme, habe ich jetzt beschlossen, doch lieber wieder zurückzufahren. Egal, ob es sich um die Google Maps Navigation oder um spezielle LKW- oder Wohnmobilnavis handelt. Trotzdem gilt, die eindrucksvollsten Strecken liegen fast immer abseits der Autobahnen und Hauptstraßen. Und wer sie erkunden will, muss beim Fahren immer die Augen offen halten. Timelapse-Pause. Ganz tolle Wolkengebilde hier. Wir sind schon ziemlich hoch. Es ist auch echt frisch hier. Ich musste mir jetzt schon eine Jacke wieder überziehen. Ich weiß nicht genau wie hoch, aber also auf jeden Fall über 1500 Meter, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig auch so unter 10 Grad, würde ich auch mal sagen. Ich möchte mich da nicht festlegen, aber es ist auf jeden Fall echt frisch hier. Ich befinde mich kurz vor dem Gebirgspass Port de la Bonagua, der sich auf 2072 Metern Höhe befindet. Der Pass bildet den Übergang zwischen dem grünen und eher feuchten Val d'Aran, da komme ich gerade her, und dem trockeneren, eher mediterran geprägten Hochland des Pallars. Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit gilt diese Region heute als eine der ursprünglichsten Gegenden der Pyrenäen. Gegen Abend erreiche ich den Stellplatz in La Torre de Cabdella. Das war mal wieder eine richtig geile Tagesetappe. Ich habe jetzt meinen Schlafplatz erreicht, bin gerade noch am Wasser auffüllen und ablassen, weil ich morgen 1-2 Maschinen machen möchte, Wäsche. Und so sieht der Stellplatz hier aus, das kann man auch machen, oder? Am nächsten Morgen widme ich mich wie geplant meiner Wäsche, bevor es weiter in Richtung Andorra geht. Das ist der Vorteil, wenn man spät kommt und spät aufsteht. Einen Nachbarn habe ich jetzt noch, geiles kleines Wohnmobil übrigens. Sieht sehr lustig aus. Ich bin gerade am Wäschewaschen. Und ansonsten ist hier jetzt Ruhe, Stille, bis auf den Bach, der da direkt hinter meinem Auto lang fließt. Der hat die ganze Nacht natürlich gerauscht, logischerweise, jetzt immer noch. Aber gut, es gibt schlimmere Geräusche als Bachrauschen. Bis zur andorranischen Grenze sind es nur noch gut 100 Kilometer. Aber auch auf dieser Etappe ändert sich die Landschaft noch einmal dramatisch. Ich bin heute noch nicht weit gefahren, vielleicht 20, maximal 30 Kilometer würde ich sagen. Und bin jetzt im Grand Canyon angekommen, wie man sieht. Das ist echt schon faszinierend, wie viele unterschiedliche Landschaften Spanien hier zu bieten hat. Ich habe diesen Stopp ganz spontan eingelegt, weil ich ganz vergessen habe, heute Morgen was zu essen. Und jetzt habe ich mir gerade mal einen Toast in den Ofen gehauen, den ich mir jetzt überbacken werde. Und dann geht's durch diese tolle Landschaft weiter. Mein Spanien-Roadtrip nähert sich seinem Ende. Und es scheint, als würde die Landschaft hier noch einmal alle Register ziehen, um mir nachhaltig in Erinnerung zu bleiben. Und dann erreiche ich auch schon Andorra. Ich bin jetzt in Andorra angekommen und die Städte im Grenzgebiet, die Städte der Tankstellen, alle paar 100 Meter hast du da irgendwie eine Tankstelle. 1,25 der Liter Diesel, das ist natürlich auch super günstig, habe ich natürlich auch gleich genutzt. Wie ihr seht, habe ich mich schon aus den Städten rausgekämpft und für mich geht es jetzt da oben weiter, denn ich habe mich dazu entschlossen, nicht den Tunnel, ich glaube, da geht's in den Tunnel, der hier durch die Berge führt, Richtung Frankreich, sondern ich habe mich dazu entschlossen, noch einmal mich in den Serpentinen auszutoben und den alten Pass zu fahren. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Da wird es wieder jede Menge Kurven geben. Der Pass war früher eine der wichtigsten Routen über die Pyrenäen, lange bevor es moderne Tunnel und Autobahnen gab. Über Jahrhunderte transportierten Händler, Pilger und Reisende hier Waren, Vieh und Nachrichten zwischen dem französischen und dem iberischen Raum. Solche Pässe machen die Kraft des Miteinanders sichtbar. Sie stehen für das Streben der Menschen, Verbindungen zu schaffen und Brücken zwischen Kulturen und dem Unbekannten zu bauen. Das macht ihn zum perfekten Abschluss meiner Reise. Er ist der Spiegel all dessen, all der Menschen, Orte und Momente, die auch meine Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. So, ich melde mich jetzt doch offiziell nochmal ab. Oh, warte.
Alter Schwede, ich habe noch Druck auf den Ohren von dem Pass eben gerade. Ja, ich melde mich jetzt noch zum Abschluss mal, weil das ja wirklich jetzt der Abschluss ist meiner Spanien-Reise. Also ich bin jetzt in Frankreich schon angekommen. Die Fahrt durch Andorra, die hat jetzt, glaube ich, eine gute Stunde oder sowas nur gedauert. Ich habe da eigentlich mit gerechnet, dass das länger dauert, weil ich mich ja dazu entschlossen habe, den Pass zu fahren und nicht den Tunnel. Aber der Pass, der ist so gut ausgebaut und riesige, breite Straßen. Ich habe das schlimmer erwartet, mit kleinen Straßen, engen Kurven und so weiter. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Insgesamt war ich über ein Jahr unterwegs. Und wie jede Reise hat auch diese tiefe Spuren bei mir hinterlassen. Und sie hat mir einmal mehr gezeigt, dass nicht immer eine perfekte Reiseplanung auch eine perfekte Reise ausmacht, sondern vielmehr der Mut, das Unerwartete zuzulassen. Danke fürs Mitreisen.